Habe die Ehre und herzlich willkommen hier bei Namahim. Diesmal geht es um Erdung. Endlich, hat ein bisschen gedauert das Video, es wurde ein bisschen aufwendiger und ich habe mir auch wirklich überlegt und reingefühlt, ob ich diese wirklich ganz neue Art der energetischen Erdung hier öffentlich teilen soll, ob da schon jeder dafür bereit ist. Aber ich glaube oder ich bin zu dem Schluss gekommen, wenn du diesen Kanal schaust und wenn du da bist jetzt, dann bist du bereit. So, lass uns beginnen. Ich werde eine Meditation mit dir machen, mit verschiedenen Energieträgern, die dein gesamtes System in Harmonie und Balance bringt, mit anderen Worten, erdet. Erdung, eins der allerwichtigsten Themen überhaupt, wird oftmals so, ja, wer will schon geerdet sein, wir wollen alle nach oben. Nein, wollen wir nicht. Wir wollen das, was oben ist, runterbringen. Und deswegen müssen wir gut geerdet sein. Stell dir mal vor, schönes Bild finde ich, du wärst ein Fesselballon, also ein Heißluftballon, und du befeuerst deinen Ballon mit vielen hochenergetischen, spirituellen Energien und der Ballon möchte aufsteigen und unten hängt der Korb dran. Sagen wir mal, das ist deine Seele auch, die sehr mit dem Körper verbunden ist, also auch der Körper. Aber das ist ja kein Ballast. In früheren Zeiten war es Ballast. Und wenn es soweit war, dass der Ballon bereit war abzufliegen, dann hat man den Ballast abgetrennt und ist hochgeflogen. Der Vorgang heute in der neuen Zeit ist ein völlig anderer. Früher, das hat man Erleuchtung genannt. Heute geht es um Erwachen und Erwachen bedeutet, der Ballon steigt mit dem Korb unten auf, beziehungsweise wir bleiben hier und der Ballon dehnt sich aus und wir tragen praktisch die ganze spirituelle Energie hier auf den Planeten und leben in einem erwachten Zustand mit unserem physischen Körper in völliger Gesundheit, Harmonie, Balance, menschlicher Liebe, Fülle, alles, was uns aus dem Universum, aus dem Göttlichen zugedacht ist, was uns zusteht, was unser Erbrecht ist hier auf dem Planeten, das erleben wir dann. Dafür braucht es Erdung. Also ich habe heute extra mein T-Shirt angezogen, wo du siehst, ein Baum, einen Lebensbaum und ganz klar den Spruch kennst du, ohne Wurzeln keine Krone oder keine Flügel. Und das ist nicht nur ein Spruch, das stimmt. Wenn du dich ausdehnen möchtest, brauchst du Erdung. Das ist die Basis und Erdung bedeutet immer ausgeglichene Energiefelder, Balance, Harmonie. Wie gesagt, bei mir geht es immer um das gleiche zentrale Thema. Es geht um den Ausgleich der Energien, um Balance. Es geht mit anderen Worten um Erdung, weil, nochmal zur Erinnerung, das zweithöchste planetare Gesetz ist das Gesetz des Ausgleichs und es ist eine unserer Hauptaufgaben, eben unsere Energien im Balance zu halten. Anders als auf dieser Basis der Erdung kannst du dich nicht energetisch und nicht spirituell entwickeln. Also ist Erdung nicht nur ein Wort, sondern es ist viel mehr. Und dieses Wort Erdung suggeriert irgendwie, dass das ganz viel mit der Erde zu tun hat. Früher ja, ich will es nicht so sehr ausdehnen, aber das ganze Energiefeld des Planeten hat sich verändert und wir brauchen eine neue Art der Erdung, um wirklich all unsere 4 Körper, also unser spiritueller Körper, unser mentaler Bereich, unseren emotionalen Bereich und auch den physischen Körper zu erden und nicht nur jede Ebene für sich, sondern jede Ebene für sich und gleichzeitig auch diese Ebenen miteinander zu verbinden, dass diese Balance nicht nur zwischen links und rechts ist, sondern auch zwischen oben und unten. Darauf fußt, darauf basiert jeder energetische Aufbau. Und jetzt bitte ich dich, lass dich einfach in die Energien reinfallen, wenn du bereit und offen bist und diesen Energien mit Achtsamkeit und Wertschätzung entgegentrittst und sie einlädst,
dann wird es ganz, ganz viel bewirken. Und diese Erdung solltest du mindestens einmal am Tag ausführen. Dauert circa 10 Minuten, wird sehr, sehr viel bei dir verändern, positiv verändern. Gib dich einfach hin. Lieber göttlicher Mensch, hohes Licht in einem menschlichen Körper. Du bist Energie. Alles an dir ist Energie. Und so, wie du geliebt werden möchtest, möchte jede andere Energie auch geliebt werden. Nur so kannst du Energien anziehen, indem du sie einlädst, sie wertschätzt und achtest. Nur so, wenn du dich hingeben magst, dieser neuen Art der Erdung in den neuen Energien, können diese Energien in deinem System ganz und gar wirken. So atme und lasse dich fallen in deine eigenen Energien deiner Seele. Lasse die Energien fließen mit jedem Atemzug, den du tust, ganz einfach in deiner Geschwindigkeit, in deinem eigenen Rhythmus. Und der natürliche Fluss der Energie erträgt dich und verbindet dich mit Gottes Atem. Mit jedem Atmen lenke deinen Fokus auf das Zentrum deiner Energie, auf dein Herz und spüre, wie dort mit jedem Atemzug das göttliche Licht in dir sich ausdehnt, heller leuchtet, noch strahlender wird und wie eine Sonne entsteht, die golden leuchtend dich einhüllt. Und im Fluss des Atems wirst du diese Sonne selbst. Blicke jetzt auf den Energieträger, der vor dir erscheint, den Lichtkristall Muhara. Ziehe Muhara in das Zentrum deiner Sonne hinein, sodass er hell erstrahlt und hole nun auch den weiteren Energieträger, den Lichtkristall Ansha, in das Zentrum deines Gotteslichtes. Lasse, wie eine Sonne es tut, vom Zentrum hinaus diese beiden Energien in dein mentales Feld strahlen. Rufe hinzu:
deinen inneren goldenen Engel, der ein Teil deines Seelenlichtes ist, und bitte ihn, dich bei dieser Übung zu unterstützen. Und Mohra und Ancha verteilen sich in deinem mentalen Bereich, reinigen, klären, transformieren und lösen Gedankenformen, die dich daran hindern, deine Göttlichkeit, deine Unbegrenztheit, deine Schönheit wahrzunehmen. Alles, was nicht der Wirklichkeit entspricht, wird in reine und klare Gedanken der Liebe umgewandelt. Dein mentales Feld gleicht sich aus und wird dadurch geerdet. Nun erblicke den Lichtkristall Atrana. Nimm ihn auf in die Mitte deiner leuchtenden Sonne. Lasse ihn erstrahlen und hole wiederum hinzu den Lichtkristall Ancha. Diese beiden Energieträger bilden eine Schwingung, die du jetzt aus dem Zentrum deines Herzens in deine emotionale Ebene sendest. Wiederum wirst du dabei von deinem goldenen Engel unterstützt. Spüre, wie dein emotionaler Körper ruhiger wird, wie jede Emotion, die durch Gedanken, die nicht der Wirklichkeit entsprechen, ausgelöst wurde, wie Wellen, wie Wogen sich glätten und du immer ruhiger wirst. Wie dein emotionaler Körper ausgeglichen, harmonisiert und damit tief geerdet wird. Erblicke nun den Lichtkristall Aris. Er wird deine körperliche Ebene tief erden. Ziehe ihn ins Zentrum deines Herzens, auf das er hell erleuchtet, und hole wiederum den Lichtkristall Ancha hinzu. Ancha verstärkt deine Fähigkeiten. Und diese beiden Energien in Verbindung, lasse sie nun in deinen physischen Körper hineinstrahlen, in jede einzelne Zelle. Spüre dabei ganz bewusst deinen Körper. Spüre die Wärme, die sich ausdehnt. Rufe nun
den mystischen Heilgeist, der deinen mentalen Geist heilt und diese 3 Ebenen miteinander verbindet mit den Worten Seya, Satya, Norim, Elis, Laya, Erona, Loran, Osam. Blicke nun auf den nächsten Lichtkristall. Er trägt die Schwingung Analotus und ziehe ihn in das Zentrum deiner leuchtenden Sonne. Und ebenso wieder den Kristall Ansha, der die Energie verstärkt. Siehe, fühle, wie diese Kristalle hell leuchten und von deinem Herzen aus sende sie wie Strahlen in deine spirituelle Ebene. Dort, wo du angebunden bist, an deinen Ursprung, an deine Erschaffungsebene deines kosmischen Lichtes und fühle die tiefe Verbindung zu deinem Ursprung. Lenke nun die Energie auf dein göttliches Auge im Bereich deiner Stirn. Stelle es dir vor, wie eine golden-weiß leuchtende Kugel, die einen Strahl aussendet, genannt der Sinusstrahl. Dieser Lichtstrahl wird nun den nächsten Energieträger, den Lichtkristall Sol Avana, aufnehmen und eigenintelligent, gelenkt von deinen inneren Instanzen, wird der Sinusstrahl jetzt Sol Avana, Gottes Atem, durch all deine Ebenen hindurchfließen lassen und all diese Ebenen miteinander verbinden. Atme im Einklang mit Gottes Atem. Atme im Fluss der Energie. Erlaube den Energien noch einmal allumfassend und tief zu wirken und tiefe, tiefe Erdung, Stabilität, Ausgeglichenheit, Harmonie, Balance in all deinen Feldern, in deinem energetischen System herzustellen. Du bist ein Kanal für den Atem Gottes. Immer dann, wenn deine Energien ausgeglichen sind, in jeder einzelne deiner Ebenen
und sich alle Ebenen dadurch miteinander verbinden, fließt ungehindert der Atem Gottes, der vollkommene Ton, dein göttliches Schöpferlicht durch dich. Und du wirst dir klar und ganz bewusst, weil du es fühlen kannst. Du bist viel mehr als nur Mensch. Du bist Licht, du bist Energie. Du bist die Liebe. Wenn es dir möglich ist, wiederhole diese Art der Erdung mindestens einmal am Tag. Am wirkungsvollsten zeigt es sich dir am Morgen. Und du wirst in innerem Frieden gut geerdet in deinen Tag starten. Und vieles wird dir einfacher und leichter fallen. Und du wirst dich selbst viel tiefer spüren können. Ich danke dir für deine Hingabe an dein eigenes göttliches Licht, an den Fluss der Energie. Dein André Namahim.